Tag 9. Nachdem wir die letzten beiden Tage genutzt haben, um uns von den Umtragungen und den Strapazen der letzten Tage zu erholen, ganz besonders von der einen langen Umtragung, dürfen wir jetzt heute weiter. Wir haben auf jeden Fall noch circa die Hälfte der Gesamtstrecke vor uns. Der Tag beginnt mit einer Umtragung. Jetzt mal auch wieder gut reinstarten. Immerhin soweit gute Nachrichten. Die Reparatur des Bootes im zweiten Anlauf scheint geklappt zu haben. Wir haben auch eine Vermutung, woran das lag. War eigentlich naheliegend. Ich habe euch ja sogar erklärt, dass man den Kleber nochmal flüssig machen kann, indem man ihn erhitzt mit einem Föhn oder sowas. Auch Sonne sorgt für Hitze. Das dunkelgrüne Boot lag mit der Stelle, wo wir es geklebt haben, in der Sonne. Und wir vermuten, dass das den Kleber weich gehalten hat. Und dann konnte, wenn man das wieder aufgepumpt hat, sich halt Luft durch den Kleber drücken und es dann wieder entwichen. Und jetzt haben wir es umgedreht und auch ins Wasser gelegt dann nach 2 Stunden, nachdem die zweite Schicht auch wirklich ausgehärtet war. Und ja, das Boot hat auf jeden Fall Luft im Boden. Der Boden ist fest, obwohl es die ganze Nacht rumlag. Und vorher war es ja wirklich so, dass schon innerhalb von einer Stunde ein spürbarer Luftverlust da gewesen ist. Insofern scheint das geklappt zu haben. Das heißt, wir können unser Boot hoffentlich auch wieder so fahren wie vorher. Auf jeden Fall trinken wir jetzt unseren Kaffee, wie immer. Essen gleich mal ein bisschen Müsli und dann packen wir auch schnell zusammen, dass wir die Umtragung gut und schnell schaffen. Danach müssen wir auch gar nicht mehr ganz so weit paddeln zu unserem nächsten Spot. Wir müssen jetzt auf jeden Fall jeden Tag auch gut Zeit zum Angeln mit einplanen, dass wir auch noch genug zu essen bekommen. Das heißt, das ist definitiv neben dem Vorankommen die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Das Lager ist abgebaut, da stand Philipps Zelt, hier unseres, da das Tarp, die Feuerstelle, Taschen sind gepackt, Christine ist schon am Boot, schon ein bisschen Kleinkrempel da reinladen, das tragen wir gleich als erstes. Philipp ist mit seinen Taschen schon vorgegangen und jetzt dürfen wir erstmal die beiden Stromschnellen umtragen. Fisch? Nein! Ab! Shit! Ja, ich hatte einen Biss, leider nicht verwandeln konnte. Fühlte sich nach was Dickerem an. Jetzt haben wir noch eine Weile hier geangelt. Nichts mehr passiert. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Da vorne kommt nochmal so eine Miniaturstromschnelle. An der werden wir es auch nochmal versuchen. Gas! Vor uns im Wasser flixt eine Ente und tut so, als wäre sie verletzt, um uns von ihren Küken wegzulocken. Spielt uns vor, sie sei eine leichte Beute. Eigentlich sollte da vorne irgendein Fluss ins Wasser fließen. Vorne scheint der Fluss ins Wasser zu gehen. Wir werden gleich mal links anlanden und uns
Ganze angucken. Schon mal eine Feuerstelle. Vorne ist besagter Fluss. Ja, auf jeden Fall ganz schön hier. Zum Angeln sollte es auch einigermaßen geeignet sein. Hier ist so ein Matschestrand. Wir können also mit den Booten reinfahren. Hier sind die Boote sicher. Und da oben ist eine etwas ebenere Fläche so. Ist ein bisschen feucht im Untergrund, aber weich. Da könnte man die Zelte auf jeden Fall aufstellen. Ich versuch's mal hier am Bach mit dem Angeln. Nochmal ein Stück flussaufwärts. Ganz vorne wäre natürlich eine schöne Stelle, wo das Wasser da von dem kleinen Wasserfall hier in diesen kleinen See reinfließt. Muss ich mal gucken, ob ich da am Ufer entlang irgendwie gleich dahin komme. Aber jetzt mache ich erstmal ein paar Würfe hier rein. Ein paar kleine Nachläufer gerade gesehen. Keine Ahnung, ob man die auf der Kamera auch saß. Vielleicht so nicht ganz 10 cm groß. Aber wo kleine Fische sind meistens auch größere Fische. Also probieren wir es mal weiter. Fisch. Yes. Nein, abgegangen. Scheiße. Ah. Fühlt sich jetzt zwar auch nicht so groß an, aber... Ach Mist. Man weiß es ja eh nicht immer. Also er muss beim Sinken draufgegangen sein. Dann hat es einen Moment gedauert, bis ich registriert habe, dass da ein Fisch dran ist und dann kein Anhieb gesetzt. Werfen wir noch den See ab. Ah. Das war wieder ein Knabberer. Ja, es sieht so aus, als würde es erstmal eine Weile so weitergehen. Wie jetzt hier. Ist jetzt alles abzulaufen, ist es schon zu spät. Ich probiere es hier nochmal. Und sonst gehe ich gleich nochmal zurück zu diesem kleinen See. Kleine Nachläufer.
Auch wieder maximal 10 cm groß. Wieder kleine hinterher. Ich gehe wieder zurück. Keine Ahnung, wie weit ich hier latschen müsste, bis die nächste gute Stelle kommt. Ja, Fisch, 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 Fisch. Zu klein, aber mein Zielfisch, eine Esche. Na, komm her. Eine schöne Esche. Die dafür da rein zu klein. Aber immerhin, ich habe eine Esche rausgezogen. Da sieht man es im Wasser, wie hinten noch schön die Flosse hochgeht. Untermaßig, aber eine Esche. Cool. Darüber freue ich mich echt sehr. Erste Esche. Wenn die nächste dann vielleicht auch noch massig ist, wäre natürlich klasse, aber immerhin ist die Challenge schon mal complete. Forellen, ganz am Anfang, habt ihr gesehen. Und ja, dann der Saibling, die waren ja auch alle maßig, die konnte man essen. Später noch mal ein paar kleine Forellen. Und jetzt die Esche. Das ist schon mal erledigt. Echt cool. Ich hatte noch mal eine dran, auch klein. Ist kurz hier vom Ufer abgegangen, hat noch einen coolen Sprung gemacht, da lief die Kamera gerade leider nicht. Alles Eschen. Schon spannend zu angeln hier. Ich gehe jetzt trotzdem mal kurz zurück. Ja, und vielleicht kommt die Christine ja auch noch mal mit hier hin. Zurück am Wasser mit Verstärkung. Stelle ich am besten da auf den Felsen. Da hatte ich meinen ersten Biss, den ich leider nicht an Land holen konnte. Fisch? Oh. Schön hier Das rüber. scheint nur was Kleines zu sein. Ja, Fisch ist Fisch erstmal. Oh, eine Forelle. Oh ja. Eine schöne Bachforelle, aber auch viel zu klein. Ja. Fisch? Komm mal. Größer, oder? Ja. Ja, gut. Dann schön auf Spannung halten. Nein! Könnte eine Esche gewesen sein. Konnte es nicht sicher erkennen. Sofort draufgegangen. Hast du die Route nach oben gehalten? Ja, aber die ist zu mir gesprungen und da war ich zu langsam. Okay. Aber ich versuch's nochmal. Ja. Fisch! Hier zu mir rüber, zu mir. Schon abgesprungen. Dafür habe ich mir jetzt die Schuhe dreckig und nass gemacht. Feuer brennt, wie ihr sehen könnt. Wir sind an die Stelle gegangen, die ich euch vorhin gezeigt habe, wo wir auch an Land
gekommen sind. Denn da, wo wir unser Lager aufgebaut haben, ist nicht wirklich ein Spot für ein Feuer gewesen. Und hier ist schon eine schöne vorbereitete Stelle. Feuerholz war auch ein bisschen schwierig. Ja, ist jetzt nicht gerade das beste Holz, aber offensichtlich funktioniert es trotzdem einigermaßen. Ja, wie ihr gesehen habt, ist es leider auch mit dem Fisch nichts geworden. Christine hätte fast was rausgezogen, was möglicherweise groß genug gewesen wäre. Hätte man aber auch erst sicher gesehen, wenn man es dann wirklich an Land gehabt hätte. Die anderen waren definitiv zu klein. Und so bleibt es heute bei der Beilage zum Fisch, nämlich dem Stockbrot. Christine hat eben schon mal den Teig angerührt. Der muss nämlich 30 Minuten ziehen. Und ja, daraus machen wir uns gleich Stockbrot hier auf dem Lagerfeuer. Wird sicherlich sehr lecker, aber viel zu wenig. Und jetzt schon richtig Hunger. Ja. Auf jeden Fall diätisch heute. Heute ein diätischer Tag, ja. Jeder ein großes oder 2 kleine? Mach 2 kleine. Hunger. Spring doch noch mal ins Wasser und hol ein bisschen Fisch raus. Oh, stimmt, war die letzten Male süßer, ne? Ist ein anderes Rezept benutzt? Das zweite Stockbrot ist ein bisschen größer geworden, aber satt wird heute wohl keiner. Wir haben noch 2 richtige Essen dabei. Und 4 Abende noch. 4 Abende noch, genau. Das heißt, es wäre echt super, wenn wir zweimal noch Fisch fangen würden. Wünscht uns Glück. Das brauchen wir gerade irgendwie. So hungrig möchte ich hier auf jeden Fall nicht lange rumsitzen. Ich lieber schlafen. Deswegen, wenn das Brot da fertig ist und wir es gegessen haben, werden wir auch direkt ins Bett gehen. Und zu euch sagen wir jetzt schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Tag 10. Es wird zweistellig, es wird wieder nass. Auf die obligatorische Morgenszene im eigentlichen Sinne verzichten wir heute mal. Es gibt auch keinen Kaffee. Es hat heute Nacht schon angefangen zu regnen. Und ja, wir haben erstmal ein bisschen abgewartet, ob es vielleicht wieder aufhört und dann aber festgestellt, dass es sich einregnet. Jetzt sind wirklich überall Wolken. Es ist überall im Regnen, es hört auch schon wieder nicht mehr auf. Christine und ich waren eben noch mal ganz kurz angeln, aber auch ohne Erfolg. Und jetzt wollen wir möglichst schnell weiter, weil wir jetzt schon Mittag haben. Und daher sparen wir uns alles, was Zeit kostet. Packen gerade nur zusammen. Christine ist drin schon am Zusammenpacken. Und dann paddeln wir los.
So, wir machen uns jetzt auf den Weg durch den hoffentlich nicht so krassen Sturm. Ja, Sturm, ein bisschen Wind halt, Wellen. Sind körperlich erschöpft. Aber hier auf dem Spot war einfach, das war nicht so das Gelbe vom Ei, wie man zu sagen pflegt. Und zeige ich dann hoffentlich einen wunderschönen neuen Ort. So verlassen wir diesen Ort nun. Soll ich ein paar Würfe machen? Ja, mach. An den Kopf. Diese Verwirbelungen hier sind echt krass. Hier weiß das Wasser nicht, ob es ein Fluss oder ein See sein möchte. Mal geht die Strömung in die eine Richtung, mal in die andere. Hier die Wellen stehen an der Stelle. Sieht so aus, als wäre das ein richtig langes, aber flaches Stück, ne? Ja, das wird flach sein. Eine Stromschnelle, eine sehr langgezogene, macht auch einige Höhenmeter, aber extrem flach. Also ob wir es fahren können, weiß ich nicht. Vielleicht können wir es durchtreideln, da müssen wir auf jeden Fall vorher die Finne noch abmachen. Guck's mir noch weiter unten an. Bleibt sehr flach. Stellenweise vielleicht fahrbar, aber hauptsächlich treideln. Maja und Chrissy müssen gerade noch die Finne abmachen und ich werde mich mal langsam vorwagen. Es ist ein bisschen wie einen faulen Retriever Gassi zu führen, der einfach manchmal nicht voran will. Ja, kann man schon. Der Wind war übel und ich bin froh, dass der wenigstens aufgehört hat. Wir sind dieser schlechten Wetterfront ein bisschen entflohen.
Da rechts kommt nochmal eine Stromschnelle, die sowohl der Karte nach als auch jetzt schon dem Geräusch nach gigantisch und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht fahrbar ist. Da gehen wir jetzt links an Land und dann gucken wir mal. Wasserfall, der da gleich kommt, den zeigen wir euch nochmal von unten, aber ist auf jeden Fall nicht fahrbar. Deswegen dürfen wir hier irgendwo durch umtragen. Hier hat sich jemand aber ganz schön gemütlich gemacht. Richtiger Tisch. Die letzte Feuerstelle war offensichtlich zu nah am Felsen. Müll da gelassen. Schlimm. Als ob man das nicht mitnehmen könnte. Fragt man sich immer, wie kann man in die Natur kommen? Ja. Weil man wahrscheinlich die Natur gerne hat und dann so damit umgehen. Biomüll auf einem Ameisenhaufen, Schweinerei. Das macht man einfach nicht. Biomüll vergraben, jeglichen anderen Müll mitnehmen. Noch vielleicht zur ergänzenden Erläuterung zu der extrem kurzen Morgenszene heute Morgen und der Begrüßung in diesen Tag. Neben dem Regen waren da auch noch verdammt viele Mücken und verdammt viele von diesen beißenden Fliegen. Und Spinnen. Gut, die Spinnen waren jetzt nicht so schlimm, aber die Mücken und die Fliegen. Und alles war sumpfig, alles war nass und wir wollten da einfach nur weg. Der Fluss war zwar schön zum Angeln und hätte man ein bisschen mehr Zeit da investiert, hätte man sicherlich früher oder später auch noch irgendwas Schönes rausgeholt. Aber zum Lagern war es da blöd. Das einzig Schöne war die Feuerstelle. Der Spot war schön, aber da wo unsere Zelte standen, war es wirklich nicht angenehm, deswegen mussten wir einfach nur da weg. Und die war auch am Arsch der Welt, also. Ja, man musste zur Feuerstelle weit laufen, das kam noch dazu. Genau. Ja. Heute war anstrengend wegen dem vielen Wind. Gerade am Anfang, den ersten Teil über den See, sind wir überhaupt nicht vorangekommen. Das war ziemlich anstrengend. Sehr mühsam, ja. Generell ist es auch einfach so, dass man je länger man hier draußen bleibt, einfach schon auch immer so eine gewisse Grunderschöpfung hat, die auch nicht mehr so schnell weggeht. Aber ja, dennoch sind wir hier angekommen. Hier wollten wir hin, an diese Stromstelle hier neben uns. Mit einem Wasserfall, der auch nicht uninteressant ist. Ich denke mal, hier wird man ganz gut angeln können. Das werden wir sicherlich morgen noch versuchen. Jetzt ist es schon zu spät, deswegen gibt es heute noch mal ein richtiges Essen. Den Müll von unseren Vorgängern haben wir schon weitestgehend weggeräumt. Dafür haben sie uns als Entschädigung ein bisschen Feuerholz schon fast fertig vorbereitet dagelassen. Die Feuerstelle haben wir rüber umgebaut. Gefällt uns besser, die Aussicht, die ihr später auch sehen werdet. Hier hinter euch das Tarp. Sicherheitshalber schon mal gespannt. Und jetzt beginnen wir mit dem Feuer und dann mit dem Kochen. Endlich nochmal essen. Ja, echtes Essen. Richtiges Essen. Hoffentlich trockene Schuhe.
Wasser erwärmen. Veggie-Hack und dehydrierte Kichererbsen. Drüben auf den Steinen brät auch schon der Nachtisch. Philipps Schuhe. Das Leder zum Kauen. Yes. Aroma. Nein. Schön. Nein. Danke. Man weiß, wenn man neben Knoblauch eine Sache nie zu wenig haben sollte, dann ist es Chili. Wenn einer es weiß, dann ich. Das stimmt. Ich glaube, es gibt niemanden, der schärfer ist als Philipp. Vor allem niemanden, der häufiger schärfer ist als Philipp, weil Philipp ist quasi immer scharf. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Aufnahme sehen konnte, aber der hat sich selbst auf seine Pfannkuchen noch Wasabi drauf geschmiert. Als nächstes kommt Öl, so ein Kichererbsenhack, Knoblauch und Chili. Tütchen 1, das könnte Ras El Hanout sein, das könnte Kreuzkümmel sein und das wird Curry oder Kurkuma sein. Ich glaube, es war Kurkuma. Dehydrierte Spinat, ne? Genau. So. Yep. Wie schön. Gut dann. Gut, dann. Essen. Echtes Essen. Wir genießen das Essen gleich noch. Wie immer die Wärme des Feuers. Ist schon abends immer echt kühl, gerade an den Tagen, wo es geregnet hat oder so windig ist. Ja, nochmal ganz besonders. Aber selbst an den sonnigen Tagen wird es abends richtig kühl. Also wir sind schon immer alle warm angezogen und trotzdem braucht man das Feuer, um hier vernünftig sitzen zu können. Die Wärme des Essens. Ich würde sagen, verabschieden wir uns schon mal bei euch in die Nacht. In diesem Sinne, bis morgen. Genau. Gute Nacht. Tag. Und es werde Kaffee. Nachdem wir endlich Kaffee, nachdem wir gestern freiwillig darauf verzichtet haben, also heute umso wichtiger.
Was heute aber vor allen Dingen auch sehr, sehr wichtig ist, ist Angeln. Einen Tag durften wir schon hungern. Wir haben noch ein Notessen. Travel Lunch sind aber auch nur 2 Packungen, was für 3 Personen tendenziell auch schon ein bisschen wenig ist. Okayes Abendessen. Und ansonsten sind wir eigentlich auf Fisch angewiesen. Deswegen wollen wir heute definitiv viel angeln, um heute nochmal Fisch auf den Tisch zu bekommen. Und aus diesem Grunde werden wir hier bleiben. Den einen Reserveruhetag, den haben wir noch übrig. Dafür müssen wir danach dann ordentlich durchziehen. Das ist dann schon nochmal eine gute Strecke. Da kommen auch nochmal ein paar Stellen, die möglicherweise oder vielleicht sogar wahrscheinlich umtragen werden müssen. Aber ansonsten viel See. Steht und fällt natürlich immer mit dem Wind und der Windrichtung, wie schwer es ist, über die Seen zu paddeln. Wenn er nicht vorhanden ist oder von hinten kommt, dann ist es einigermaßen angenehm machbar. Wenn er aber so wie gestern von vorne kommt, dann wird es echt heftig. Aber ja, wie gesagt, wir wollen unbedingt Fisch haben und wer Fisch haben möchte, wer angeln geht, der muss Zeit und Geduld mitbringen und deswegen werden wir die heute investieren. Die Stelle hier ist eigentlich ganz gut. Wir wollen aber auch ein bisschen Real Talk betreiben. Es ist schon so, dass wir merken, dass wir der Zivilisation näher kommen. Wir haben jetzt gestern einmal Angler gesehen und heute einmal Angler gesehen. Also es ist nicht mehr so, dass wir die Einzigen sind, die hier angeln. Vielleicht um es mal ein bisschen zu definieren, was der Zivilisation näher kommen bedeutet. In Örnvik, da wo unser Auto steht, der letzte Ort, wo sowas ähnliches wie eine Straße hinführt. Da stehen nochmal irgendwie 5, 6 Hütten und da sind Parkplätze für alle, die hier zum Angeln hin wollen. Nach Örnvik fährt man vom letzten echten Ort 50 Kilometer Schotterstraße, also wirklich nur noch Schotterweg. So weit fährt man dann schon hier rein und von da aus kommt man dann nur noch zu Fuß über Land, mit dem Boot oder eben mit dem Helikopter weiter. Das ist schon alles noch sehr, sehr wild, aber man merkt schon, dass hier die letzten Gewässer nur noch durch wenige Stromschnellen von der Schotterstraße getrennt werden. Das kann man eher mal umtragen mit einem leichten Boot und dann halt auch hier die anderen Gewässer beangeln und die Gewässer sind sehr bekannt zum Angeln, sehr beliebt. Deswegen sieht man jetzt schon hin und wieder mal jemanden. Aber im Vergleich zu dem, was in Deutschland am Gewässer los ist, ist das hier immer noch gar nichts. Wenn man so wenig Leute an irgendeinem See oder Fluss in Deutschland sehen würde, dann würde man das schon als absolutes Highlight beschreiben. Deswegen ist das hier gerade Meckern auf hohem Niveau. Aber ja, so ganz langsam merkt man schon, dass immer wieder mal Leute da sind. Das sieht man ja auch an dem Platz hier. Hier wird offensichtlich vor uns jemand viel Zeit verbracht haben, viel geangelt haben. So wie das Holz aussah, sind die wahrscheinlich auch noch nicht lange weg. Das heißt, es könnte natürlich gut sein, das macht man hier in der Gegend, machen das viele Leute, dass man wirklich an eine Stelle kommt und dann da 1, 2 Wochen bleibt. Dann kann es natürlich sein, wenn das jetzt hier vor kurzem der Fall gewesen ist, dass die Stromschnelle schon verangelt ist. Aber es ist eine der letzten prädestinierten Stellen. Das kann an jeder, die jetzt noch kommt, genauso sein. Deswegen werden wir es trotzdem hier an der versuchen. Wünscht uns Glück. Wir haben noch ein bisschen gechillt und uns erholt. Und jetzt geht's gestärkt an den Fisch. Mal gucken, ob wir was rausziehen können. Da drüben wäre ein schöner Platz. Christine hat Fisch gerufen. Das müsste eine Esche sein, jo. Meine erste Esche. Christines erste Esche. Aber. Ja, komm. Da. Oh, da die Flosse. Schöne Esche. Kleine, aber schöne Esche. Wenn hier in der kleinen Stromschnelle eine kleine Esche sitzt, dann versuche ich jetzt mal darüber zu kommen und eine große aus der großen Stromschnelle zu ziehen.
Fisch. Eine schöne Forelle, aber leider auch zu klein. Die kommt wieder in die Freiheit. Ah, da war wieder ein Biss. Shit. Ja, wieder ein Biss gehabt. Leider abgegangen. Hier ist auf jeden Fall was los. Nein! Ah, scheiße! Mann, schon wieder einen guten Biss gehabt. Vom Zuppeln her auch was Größeres. Und schon wieder abgegangen. Mist! Ah! Weiter versuchen. Nochmal schöne Forelle, aber schon wieder zu klein. Nein! Ah! Habt ihr sie springen sehen? Shit! Ich glaube, die war größer. Fuck! Ach Mist! Oh, schon wieder so eine kleine. Wieder eine wunderschöne kleine Bachforelle. Die kleinen kriege ich, die großen verliere ich immer. Bup, weg. Wir haben leider wirklich jeden Köder, den man gezielt auf größere Fische angeln könnte, bis auf einen einzigen verloren. Wir hatten 2 noch nach dem Malheur und einer ist leider Abriss. Man kennt es als Angler, kann immer mal passieren. Jetzt haben wir noch einen, der ist aber sehr groß, kann ich mit meiner Route gar nicht werfen. Christine mit ihrer, aber eigentlich ist er auch schon zu groß zum Forellenangeln. Jo, wieder eine kleine, bin gerade hier ab. Wieder eine kleine. Und zack, weg. Christine versucht es jetzt mal mit dem einzigen größeren Köder, den wir haben, ist allerdings ein 6er Spinner. Nimmt man tendenziell eigentlich eher schon zum Hechtangeln. Aber da auf den 4er, den wir verloren haben, auch kleine gegangen sind, geht ja vielleicht auf den 6er hier eine größere. Zieh mir noch nicht durchs Gesicht.
Fisch? Ab? Fisch! Scheiße! Ah. Schon wieder abgegangen. Sah schon ein bisschen größer aus, also war kein Winzling mehr. Ja, aber jetzt auch nicht so groß. Also ob der Mindestmaß gehabt hätte, ich schätze nicht. Und wieder eine kleine. Kleine Bachforelle. Spotwechsel. Da ganz hinten unten an den Felsen standen wir vorhin. Und jetzt stehen wir oberhalb des Wasserfalls und schauen, ob hier was geht. Ah, Scheiße! Ah, Knabberer. Fisch. Ja, aber wahrscheinlich zu klein, ne? Ja. Mit 30 schon größer, aber leider noch nicht groß genug. Ja. 5 cm mehr und wir dürfen ihn essen. Versuchen wir es nochmal, ne? Da sieht man mal, wie gierig die sind. Ein 6er Spinner. Der Haken hat kaum ins Maul gepasst. Eine Miniaturforelle. Ja, eine kleine Bachforelle. Ich gerade im Kescher selbst abgehakt. Ja, ganz ruhig. So. Kleine Bachforelle. Auf dem 6er Spinner, ey. Gefräßige Mistviecher. Wir angeln und angeln. Wir haben schon so viele kleine jetzt. Und nicht ein einzige große an Land gezogen. Ist schon wieder so eine kleine Kieler Sprotte hier. Schatz. Was ist denn jetzt los? Die werden immer kleiner. Viel Angeln, viel Fisch, sehr viel Fisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, an einem Tag jemals so viel Fisch gefangen zu haben. Sind auch noch ein paar Fische dabei gewesen, die wir dann gar nicht mehr gefilmt haben, weil es langsam langweilig wurde. Aber nicht ein einziger, der groß genug wäre zum Essen. Und einen, den die Christine hätte, den hätte man woanders essen können. Hier ist aber Mindestmaß 35 cm bei den Forellen, deswegen ist der leider auch zu klein gewesen. Sodass es heute eigentlich wieder nur Brot gibt, aber wir haben uns entschieden, morgen aufs Frühstück zu verzichten. Wir hatten für morgen auch nochmal geplant Brot mit Ei. Das heißt, heute gibt es dann wenigstens Doppelbrot mit einmal Ei. Ja, besser als nichts. Und ja, wir sind Abendesser, deswegen lieber ein gutes Abendessen, anstatt ein sanftes, leichtes Mini-Abendessen und dann Frühstück. Da haben wir auf jeden Fall mehr von. Bevor wir aber mit dem Kochen anfangen, wollen wir noch eine Kleinigkeit loswerden, ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, beziehungsweise eine Bitte loswerden. Anlass ist der Platz hier. Gestern haben wir ja schon mal ein bisschen was gezeigt, wie unordentlich das hier war, wie viel Müll hier rumliegt. Heute haben wir noch viel mehr entdeckt. Ich hatte gestern schon mal ein bisschen aufgeräumt, beziehungsweise wir hatten gestern ein bisschen den Platz aufgeräumt. Heute hat die Christine drumherum mal ein bisschen aufgeräumt. Also hier ist wirklich Müll überall verteilt, an jeder Ecke.
liegen Bioabfälle, Plastikmüll, Metall. Zigarettenstummel, jede Menge Pflaster lagen da rum. Genau, Philipp hat da vorne einen Fischfriedhof entdeckt, wo die Fische einfach so hingeschmissen worden sind. Ja, und wenn man dann in die Richtung geht, wo man so instinktiv hingehen würde, um auf Toilette zu gehen, weil man ja ein bisschen Ruhe haben möchte, dann muss man schon aufpassen, wo man hintritt, dass man nicht in irgendeine Tretmine reintritt. Ja, auch schon schöne Sachen gefunden. Geht gar nicht. Ja, genau. Gehört sich nicht. Absolut. Also es ist hier das beste Negativbeispiel. Die haben so gut wie alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn es um die Ordnung am Lagerplatz geht. Und deswegen einmal nur ganz kurz zusammengefasst als Aufklärung. Biomüll, wenn man den da lässt, vergräbt man den. Wenn man irgendwo länger bleibt, dann kann man ein tiefes Loch graben, in das man das reinschmeißt. Wenn man hier ein Loch gräbt, mit 5 Spatenstichen hat man meistens sowas wie einen Deckel. Dann hat man nämlich ein Moosgeflecht oder Wurzelgeflecht, was man abnehmen kann. Dann gräbt man noch ein bisschen tiefer, dann schmeißt man die Sachen da rein. Dann kann man das immer wieder zumachen. Wir haben immer eine Schaufel mit dabei. Wenn es nicht ums Gewicht geht, einen Klappspaten. Und wenn es ums Gewicht geht, eine kleine Schaufel. Und was alle anderen Abfälle angeht, Plastik, Metall, Glas, zersetzt sich in der Natur nicht. Es verbrennt auch nicht. Plastik kann man theoretisch verbrennen, ist aber auch mega schädlich für die Umwelt, sollte man auch mitnehmen. Und Metall und Glas verbrennt nicht mal. Es ist auch gefährlich. Neulich waren wir erst an einem Platz, da lagen lauter Nägel und Glasscherben rum. Ja, dann will man irgendwie mal barfuß zum Baden gehen, muss man schon aufpassen, dass man sich nicht die Füße aufschlitzt. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Tiere, wenn man die Sachen hinterlässt. Also Müll zusammenpacken ist kein Aufwand. Man hängt irgendwo eine Mülltüte hin, deswegen sieht man die bei uns manchmal auch unschön in den Bildern, weil wir die immer irgendwo in Nähe haben. So wie man zu Hause in der Küche auch einen Mülleimer stehen hat, da wirft man die Sachen auch nicht neben den Mülleimer, sondern in den Mülleimer. Und genauso kann man es hier mit einer Tüte auch handhaben. Und wir haben jetzt viel Zeit da rein investiert, das alles wegzuräumen. Wird wahrscheinlich nicht viel gebracht haben, weil so wie die Stelle hier aussieht, wollen die irgendwann wiederkommen und müllen es dazu. Aber ja, vielleicht erreichen wir den einen oder anderen damit, der es in Zukunft dann besser macht. Das wäre schön. So, jetzt haben wir aber Hunger, ne? Ja. Kommen wir mal zu guten Themen. Falls ihr sowas sucht, wie immer alle Produktlinks von uns unten in der Videobeschreibung. Mindestens das Ding hier sollte man immer dabei haben. Kein großes Invest. Genau, und hiermit spart man mega Zeit. Damit sind große Löcher viel schneller gegraben. Heute gibt es zweimal Brot. Einmal das vom Frühstück. Das ist das hier, genau. Das wird wieder Pfannenbrot. Da hätten wir uns wieder so Eiburger rausgemacht. Können wir eigentlich jetzt auch machen, ne? Ja, war lecker. Ja. Hier ist zu viel Wasser reingekommen. Deswegen ist der Teig etwas flüssig. Ist ein bisschen angebacken, jetzt kann man nochmal Teig oben drauf tun. Sieht ja gut aus, oder? Ja, richtig gut sieht das aus. Willst du dich wieder ums Ei kümmern? Du hast das letzte Mal richtig gut hinbekommen. Wer ist du? Du. Ist der Typ da hinten? Ist er du? Wer ist er? Der Typ, der sich gerade hinter der Kamera versteckt. Ich sehe hier niemanden hinter der Kamera. Du bist hinter der Kamera. Wasser. Diesmal nicht zu viel. Riecht das gut.
Guten. Die Eiburger sind verputzt. Jetzt gibt's als Nachtisch Stockbrot. Das habe ich aber ein bisschen süßer gemacht als letztes Mal. Zum einen, weil es ja ein Nachtisch ist und zum zweiten, weil es auch so gehört. Stockbrot. Schön. Sieht langsam gut aus, hm? Mhm. Ja, kann man essen. In einer echten Survival-Situation wären wir heute auch nicht verhungert. Über 10 Fische aus dem Wasser geholt, die hätte man in einem Notfall natürlich alle essen können. Und dann wäre man davon auch einigermaßen satt geworden. Waren ja auch ein paar größere dabei. Die mit 30 von Christine wäre auch in den meisten Gewässern ein Fisch gewesen, den man hätte behalten dürfen. Hier ist wie gesagt Mindestmaß 35. Da das keine echte Survival-Situation ist, wir sind hier freiwillig, wir haben selbst entschieden, wie viel Essen wir mitnehmen. Und selbst wenn wir jetzt die nächsten Tage gar nichts essen würden, würden wir auch nicht verhungern. Das hält man auch noch durch. Dann hält man sich so lange auch an alle Regeln und so werden die Fische dann auch nicht verputzt. Dafür verputzen wir jetzt hier das Stockbrot. Gibt gleich auch nochmal eine zweite Runde. Die gehört aber uns allein. Und in dem Sinne, gutes Nächtle und bis morgen. Gute Nacht.